Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Nein, ich bin nicht tätowiert, nein, ich habe keine Flecken im Gesicht, nein. Nein, es ist Dezember, es ist noch früh am Morgen, die Sonne geht gerade auf, leuchtet dann hier halt durch die halb heruntergelassenen Rollläden, weil es ist zu grell, da kann man keine Videos machen. Ich möchte den frühen Morgen nutzen, um doch das ein oder andere Video zumindest vorzubereiten, und zwar Videos, die ich indoor drehen kann. Das erste Video ist gerade gemacht, da werde ich jetzt demnächst dann alles noch zusammenschneiden. Das wird irgendwann im Laufe des kommenden Jahres hochgeladen werden, also sprich im Laufe des Jahres 2024 vermutlich. Und ich möchte euch jetzt eine meiner Pfeifen vorstellen. Eine Pfeife, die ich schon seit sehr vielen Jahren habe und die mir doch gewisse Rätsel aufgibt. Aber schaut selbst. So, hier ist das gute Stück nochmal. Ihr habt es ja gerade im Detail gesehen. Gut, durch die Sonneneinstrahlung wird es jetzt hier natürlich alles farblich so ein bisschen verfälscht. Es ist also kein Orangeton, sondern wenn ich es höher hebe, sieht man es besser. Die Pfeife ist in knallrot. Ist wirklich knallrot gehalten. Ja, wenn ich es ein bisschen weiter von der Kamera wegnehme, ist es leichter. Das ist wirklich knallrot mit so einer Art schwarzem Camouflage-Muster. Alles in allem, wenn man hier richtig hinguckt, sorry, es kitzelt, eigentlich eine, ja, ich möchte schon fast sagen, hippe Pfeife. Poppig, modern, hat damals vermutlich doch die jüngeren Pfeifenraucher ansprechen sollen. Diese Pfeife hier war vor vielen, vielen Jahren ein Geschenk meiner damaligen Freundin. Die halt dachte, okay, der Kerl raucht gern Pfeife, also schenke ich ihm eine. Sie hat sie halt nach ihrem Geschmack gekauft. Fetzig, peppig, bunt. Und ja, ich habe ja ganz ehrlich gesagt, so ganz mein Ding ist es natürlich nicht. Ich habe es ja eigentlich eher dann doch klassisch. Klassische Farbgebung, klassisches Design und vor allem nicht unbedingt lackiert. Aber nichtsdestotrotz ist der Gedanke, der zählt. Deswegen nochmal herzlichen Dank für die Pfeife. Du weißt, ich mag sie. Ich rauche sie auch ab und an immer noch, aber, da werden wir gleich zu kommen, es gibt halt auch ein Problem hiermit. Gut, nichtsdestotrotz aber, der Hersteller nennt sich Hermano Elite. Ich denke, hier kann man es gut sehen, Hermano Elite. Ich habe im Internet nichts dazu gefunden, und zwar überhaupt nichts. Hier seht ihr übrigens das Problem, wenn wir gleich zu sprechen kommen. Hermano Elite ist, wenn ich mir hier hinten so die Applikation am Mundstück angucke, eventuell irgendeine Untergattung, irgendeine Unterart, vielleicht aktuell, vielleicht auch überhaupt nicht mehr auf dem Markt, von Molina. Das ist jetzt mal ganz vorsichtige Mutmaßung. Wie gesagt, Internet durchforstet, absolut nichts gefunden, aber vielleicht wisst ihr hier ein bisschen mehr. Die Form ist so ein Mittelding aus Erdbeere und Apple, liegt entsprechend gut in der Hand. Das Füllvolumen, wenn die Pfeife nimmt, Mittelfinger rein, zack, bis zum ersten Glied, hat noch ein ganz klein wenig Platz. Wir reden also von einem mittleren Füllvolumen,
Rauchvergnügen hier raus, so eine Stunde, etwas über eine Stunde bei durchschnittlichen Mixtures. Und so weit, so gut. Wie ihr auch sehen könnt, Mundstück, schön poliert, Acryl, auch damals schon. Ich sage damals, weil die Pfeife hier habe ich irgendwann Mitte, Ende der 90er Jahre geschenkt bekommen. Das war also frühestens zu meiner Bundeswehrzeit 95, 96 herum. Ich gehe mal eher davon aus, es dürfte so 96, 97, 98 herum gewesen sein, dass diese Pfeife zu mir gefunden hatte. Hier haben wir ja deutlich sichtbar Filterkammer für 9 mm Filter. Lässt sich leicht ausdrehen, lässt sich leicht wieder reindrehen, so wie sich das gehört. Der Biss ist soweit gut ausgearbeitet, gefällt mir gut. Die Pfeife selbst kann man noch einigermaßen gut zwischen den Zähnen halten. Das Mundstück, rechts und links, ist halt relativ dick gearbeitet, wie man hier sehen kann. Aber da ich kein Beißer bin, sondern einer, der die Pfeife lieber gemütlich in der Hand hält und damit natürlich auch die Temperatur immer ein bisschen überprüft, für mich ist die optimal. Jetzt aber das große Manko, weil keine Sonne ohne Schatten. Hier seht ihr den Schatten, hier unten. Hier haben wir einen Riss. Tja, jetzt kommt nämlich das große Malheur. Die Pfeife ist, wie sollte es auch anders sein, nicht einfach gebeizt oder geölt, sondern sie ist natürlich lackiert. Es ist richtiger Lack, hermetisch dicht abschließender Lack. Ich weiß nicht, was passiert ist, ob mir die Pfeife runtergefallen ist. Glaube ich eigentlich nicht. Ich denke eher, ich werde sie damals vielleicht noch ein bisschen zu heiß geraucht haben. 91 habe ich mit Pfeife rauchen angefangen. Wir reden hier von Mitte, Ende der 90er Jahre. Ich war also immer noch relativ frisch und grün hinter den Ohren, feucht in den Ohren. Und wie man halt noch hier noch unschwer erkennen kann, es ist halt nicht einfach nur geplatzt, sondern ganz offensichtlich ist hier unten drunter eine Art Gipsschicht. Deswegen, wenn ihr Hermano Elite Pfeifen haben solltet oder kaufen möchtet, falls es die noch irgendwo gibt, schaut sie euch ganz genau an. Nicht auf den ersten Blick hereinfallen, denken, boah, voll fetzig, hey, cool, ey, oder was auch immer. Das gilt vor allem euch Hipstern. Nehmt sie euch direkt in den Augenschein und schaut nach, wie ist die Qualität der Pfeife. Wenn ihr so drüber fahrt, ist sie lackiert, glatt wie ein Stück Glas, wenn man drüber fährt. Man sieht ja keinerlei Maserung, man kann keine Maserung, keine Musterung, kein gar nichts erkennen. Das lässt halt schon auf eine Lackierung schließen und nicht auf eine reine Beizung. Deswegen lackierte Pfeifen würde ich euch empfehlen, Finger weg. Es hat gleich mehrere Nachteile. Der eine Nachteil ist natürlich, durch die Lackierung, man sieht keine Maserung. Man sieht nicht, ob irgendwo irgendetwas gekittet worden ist, wie es gekittet worden ist. Offensichtlich dürfte hier irgendwas gewesen sein, dass man sogar Gips genommen hat. Weil wenn man mit dem Finger dran geht, das fühlt sich hier wie Gips an. Kann auch eine Grundierung sein, klar. Ich meine, ich habe die Pfeife jetzt nicht komplett zerlegt, deswegen, weil sie lässt sich immer noch rauchen. Aber es ist halt definitiv ein Makel, ein deutlicher Makel. Gut, Mitte, Ende der 90er Jahre waren Pfeifen nicht sonderlich teuer. Eine Hermano Elite hat damals mit Sicherheit kein Vermögen gekostet, weil selbst Stanwell-Pfeifen, die gut verarbeitet waren, kein Vermögen gekostet haben. Heute sähe das Ganze vermutlich ein bisschen anders aus. Aber ich denke auch, heute wird so eine Pfeife vermutlich eher eine Wühltischpfeife sein, eine Korbpfeife, Wühlkorbpfeife, wie auch immer ihr es benennen mögt. Sie raucht sich gut, kein Zweifel. Aber auch da muss ich schon wieder anmerken, raucht sich gut? Ja, das Rauchverhalten selbst ist gut. Aber, das ist der nächste Nachteil von der Lackierung, das Holz kann nicht atmen. Das heißt halt auch beim Pfeiferauchen, die Pfeife wird ziemlich schnell wärmer bis hin zu heiß. Das lässt sich nicht vermeiden, weil das Holz die Hitze nicht abstrahlen kann. Und das hemmt natürlich das Rauchvergnügen. Deswegen, wenn ich hieraus etwas rauche, dann sind das irgendwelche Virginia Mixtures, Aromaten beispielsweise mit Virginia-lastige Tabake. Einfach, weil ich da schon anhand des Geschmacks merke, hoppla, du könntest zu heiß rauchen. Denn wenn die Pfeife selbst erstmal heiß wird, ist es zu spät.
Von daher ist hier wirklich dann Vorsicht angebracht. Deswegen, ich rauche sie gelegentlich, aber dick unterstrichen gelegentlich. Sie ist also definitiv nicht in meiner regulären Rotation enthalten, weil sie mir einfach zu heikel ist. Ich habe sie natürlich behalten, weil, wie gesagt, Geschenk von der damaligen Freundin, die sie auch gut gemeint hat. Die Pfeife durch ihr Design natürlich auch optisch total aus meiner Sammlung herausragt. Sie ist halt wirklich was Besonderes. Und wenn sie ihre guten Tage hat, raucht sie sich auch nicht schlecht. Die ist nicht übel. Aber halt eine Pfeife, man kann sie kaufen, man kann sie rauchen, ja. Aber wenn ihr sie finden solltet, sie ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Von daher überlegt es euch besser zweimal, ob ihr euch eine Pfeife holen wollt, die lackiert ist oder nicht. Ich persönlich rate von lackierten Pfeifen aus genannten Gründen ab. Das war es eigentlich auch schon wieder soweit von mir für heute. Hermano Elite Selected Briar, eine Mischung aus Äpfel und Erdbeere, Band lackiert, 9 mm gefiltert. Wie gesagt, keine schlechte Pfeife, aber eben mit Vorsicht zu genießen. Jetzt an euch hier unten Kommentarfunktion. Ich hätte natürlich wie immer euer Feedback. Wie hat euch das Video gefallen? Wie gefällt euch die Pfeife? Kennt einer von euch Hermano Elite? Das ist eigentlich für mich die wichtigste Frage. Wer von euch kennt Hermano Elite und kann mir vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen? Weil egal wo ich gesucht habe, egal wie ich gesucht habe, egal mit welchen Tools oder auf welchen Seiten ich gesucht habe, ich konnte zu Hermano Elite absolut nichts finden und bin daher für jeden Hinweis dankbar. Lasst uns austauschen in gewohnter Weise. Mir bleibt nur noch zu sagen, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, ja, hier, mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund, bleibt meinem Kanal treu, denn wir hören und sehen uns hier auf meinem Kanal auf jeden Fall wieder. Tabak, Pfeife, Zubehör, wie auch immer. Happy Puffing, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.